Hallo, ich bin Michael, das ist Excel Esports und ich möchte heute in einem ersten Video mit euch den ersten Fall der Microsoft Excel World Championship der Qualifikationsrunde werfen und den mit euch gemeinsam lösen. Und der Fall heißt Snowman und wir werfen jetzt gleich mal einen Blick auf die Regeln. Die Regeln sind folgendes, und zwar wird das Spiel Hangman oder Galgenmännchen gespielt, das wird hier Snowman genannt, mit ein wenig einer Abwandlung. Vielleicht ist es auch rechtebezogen, dass es einfach anders genannt wird oder damit die Teilnehmer ein wenig verwirrt sind oder dass sie die Regeln auch wirklich lesen. Wie das Ganze funktioniert, es wird sich ein Wort ausgedacht und der zweite Spieler rät einzeln die Buchstaben und bekommt dafür Punkte oder eben auch nicht. In der ersten Runde sind es 250 Punkte, in jeder folgenden Runde werden es 10 Punkte weniger, die pro gefundenen Buchstaben verteilt werden. In dem Beispiel ist es jetzt so, dass hier das Microsoft, dass zwei O's vorkommen. Das heißt, in der ersten Runde 250 Punkte pro gefundenem O würden 500 Punkte in der ersten Runde bedeuten. Das wird dann zusammen addiert. Wenn ich das Spiel gewonnen habe, werden meine gesamten Punkte mit 2 multipliziert. Wenn ich verloren habe, dann endet das Spiel natürlich und die Punkte werden halbiert. Verlieren tue ich, indem ich 10 mal daneben liege, indem ich 10 mal 0, also dass ich 10 mal eben einen Buchstaben nenne, der nicht im Wort vorkommt. Und das Ganze wird dann eben ausgerechnet und eben halbiert. So, was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich mir hier einen zusätzlichen Marker mit den Runden rüber kopiere. So kann ich ideal sehen, wann mein Spiel jeweils verloren oder vorbei ist jedenfalls. Gut. Was ich jetzt als nächstes mache, ist, dass ich mir die Punkte ausgeben lasse und das mache ich, indem ich einfach die Wortlänge aus Microsoft ermittle und dann den Buchstaben O rausschmeiße. Ich mache das jetzt mal ganz langsam mit euch, damit ihr genau seht, was hier jeweils passiert. Also das erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich mir erstmal die Länge von dem Wort Microsoft hier angeben lasse. Das ist 9. Als nächstes lasse ich mir hier daneben das Wort Microsoft mit dem Buchstaben O austauschen. Ich tausche den Buchstaben durch nichts aus und dann taucht hier Microsoft auf. Das hier möchte ich wieder als Länge haben und dann kommt 7 raus. Wenn ich jetzt 9 minus 7 rechne, das mache ich jetzt gleich hier, minus das hier, dann finde ich eben meine 2 Treffer für die beiden O's. Jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass das Microsoft hier fest bleibt. Das mache ich mit den Dollarzeichen bei den G's und das L, also der Bezug auf Spalte L, der darf mitwandern, soll auch mitwandern und dann gehe ich eben hier rüber. Man sieht, es findet dann zweimal den Buchstaben O, einmal den Buchstaben T, einmal den Buchstaben F, einmal den Buchstaben S und so weiter. Das könnte ich mir jetzt, das mache ich jetzt gleich mal, dass ich mir die Formel komplett hier rüber kopiere und jetzt sehe ich eben die jeweilige Punktzahl. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich das Summenprodukt bilde. Und dafür brauche ich 2 Arrays. Das eine Array sind meine Vorkommnisse, das andere Array sind die Anzahl der Punkte. Und jetzt komme ich so schon wunderbar auf die 1470 Punkte. Das passt also soweit. Jetzt müsste ich nur noch einen zweiten Fall durchspielen. Und zwar nehme ich mir jetzt auch wieder die 26 Fälle hier rüber. Und als zweiten Fall nehme ich jetzt die gleiche Formel, wobei ich jetzt passe ich auf, ich nehme mir die exakte Formel, gehe hier in Bearbeiten rein und kopiere mir hier die Formel wieder hier rein, sodass ich die hier drüben auch nochmal habe. Die Referenz auf den Buchstaben O bleibt bestehen, genauso auf das Wort Microsoft. Das heißt, ich kann also diese Formel jetzt wiederum hier rüber kopieren und habe hier im Prinzip genau das gleiche nochmal, was ich gerade eben schon habe. Was ich aber jetzt hier machen werde, ist, dass ich jetzt für den Fall, dass ich verloren habe, mir Nullwerte ausgeben lassen werde, wenn das Spiel quasi verloren ist, weil ich ja dann keine Punkte mehr erzielen kann. Das mache ich mit der Zählen-Wenn-Funktion und ich mache euch hier als Beispiel diese Funktion, um das zu zeigen. Zählen, wenn, ich muss den natürlich richtig schreiben, jetzt zähle ich den Bereich und ich zähle dabei die Nullwerte und lasse mir das damit ausgeben. Was wichtig ist, dass ich mir den Anfangsbereich mit einem Dollar festsetze, damit ich die Formel einfach hier rüber kopieren kann und das auch weiterhin mitgezogen wird. Man sieht also, wenn ich hier jetzt reingehe, dass jeweils dann weitergezählt wird.
In dem Fall, dass hier eben die 10 erreicht wird, möchte ich dann hier, also in der 16. Runde, habe ich die 10. 0. Man kann kurz zählen. 3, 4, 5, so, 6, 7, 8, 9 und 10. Nicht hier, sondern hier. Ja, auch nicht hier. So, hier sind die 10 Nuller. Die kann ich jetzt mal kurz hier hervorheben. Und ab hier habe ich verloren und hier möchte ich dann auch keine 1 mehr drinstehen haben, sondern ebenfalls eine 0, damit ich eben das Summenprodukt nochmal bauen kann. Und das mache ich jetzt in dem Fall auch. Ich wende im Prinzip jetzt die Formel einfach auf hier unten an, mache hier meine Zählen-Wenn-Formel und mache eine weitere, eine Wenn, Zählen-Wenn, wenn der Wert weniger als 10 ist, dann darf hier weiterhin meine Formel angewandt werden. Ansonsten möchte ich eine 0 drin stehen haben. Das muss ich natürlich an die richtige Stelle packen. So, diese Formel kopiere ich jetzt rüber und idealerweise bleibt diese 1 hier stehen, diese 1 hier aber nicht. Und man sieht, das funktioniert auch. Und diese Formel kann ich jetzt bis hier nach vorne kopieren. Da funktioniert es jeweils noch. Wenn ich die jetzt auf dieses eine Feld hier, das mache ich jetzt einfach mal, wenn ich die hier rüber kopiere, bekomme ich einen Fehler und ich erhalte einen Zirkelbezug, den ich so nicht haben möchte, weil ich natürlich dann nur noch auf dieses sich selbst referenzierende Feld aufbaue. So, das hier oben brauche ich nicht mehr. Ich möchte mir jetzt hier meinen zweiten Punktewert ermitteln und ich benutze einfach diesen hier nochmal und muss jetzt nur den Wert hier, diesen Bereich muss ich neu anpassen und eben mir hier, ja super, dann wird das natürlich aus der Formel geschmissen. Was ich einfacher machen könnte, wäre, dass ich einfach das hier in Dollar setze. Das sollte ich ohnehin machen, weil ich diesen Bereich immer festhaben möchte. Das kopiere ich jetzt hier rüber in dieses Feld und jetzt habe ich hier mein 1300. Ich sehe also jetzt für den Fall, dass ich verloren habe, die Punktzahl und für den Fall, dass ich gewonnen habe, die Punkte. Jetzt setze ich eine Formel ein, die mir überprüft, ob ich gewonnen habe oder verloren. Und im Prinzip kann ich das relativ einfach machen, indem ich die beiden Punktezahlen miteinander vergleiche. Wenn ich gewonnen habe, dann tauchen hier keine Punkte mehr in den folgenden Bereichen auf, weil ich gar keine Punkte mehr erzielen konnte, weil das Wort komplett gelöst ist. Deswegen, wenn die beiden Werte identisch sind, habe ich gewonnen. Wenn die beiden Werte nicht identisch sind, habe ich verloren. Das heißt, ich kann es einfach machen, ist gleich, wenn das gleich das hier, dann habe ich gewonnen, ein Win, ansonsten habe ich ein Lose. So, die Formel, ja, man muss natürlich die Wenn-Formel auch so schreiben, dass sie eine Wenn-Formel ist. Und jetzt sehe ich eben, dass ich ein Lose drin habe. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier einfach das hier alles runterkopieren kann. Das muss ich auch mit runterkopieren, um den Fall zu finden, dass ich auch mal gewinne. Ja, hier sehe ich, habe ich den Fall, dass ich gewinne. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Ich muss natürlich in jedem Fall immer den kleineren Wert nehmen. Wenn er identisch ist, dann passt das ja. Und das mache ich jetzt gleich mal, ist gleich Min von den beiden Werten. Ich drücke jetzt Steuerung und habe so die beiden Zahlen und kann jetzt hier damit den kleineren Wert ermitteln. Und zusätzlich, weil ich hier auch noch ermitteln möchte, ob ich gewonnen habe oder verloren, kann ich jetzt hier gleich noch einbauen, dass ich eine Schleife oder eine zusätzliche Formel habe, der mir die Punkte entweder halbiert oder verdoppelt, eben gemäß dem Fall, ob ich gewonnen oder verloren habe. In dem Fall habe ich verloren. Ich mache es mal der Übersichtlichkeit halber. Ich kopiere jetzt mal alles hier runter. Wie gesagt, ich bitte darum, mir zu vergeben, dass es ein wenig hin und her springt. So, ich habe jetzt hier meine Punkte, die ich jeweils bekommen habe und muss nur noch die letzte Endberechnung anwenden, ob ich gewonnen oder verloren habe, ob die Punkte halbiert oder verdoppelt werden. Das mache ich jetzt gleich in dem Beantwortungsfeld. Ist gleich, wenn das hier ist gleich W, dann möchte ich eine 2 benutzen, ansonsten benutze ich eine 0,5 und das Ganze
multipliziere ich mit dem Wert, der hier steht. So, das kann ich mir jetzt hier runter kopieren und wir sehen, hier wird alles grün und damit habe ich den Fall gelöst. Als kleine Endanmerkung noch, während der Excel-Weltmeisterschaft wird natürlich nicht angezeigt, das wäre ja zu schön, ob die Antwortmöglichkeit richtig oder falsch ist. Hier in dem Fall sehe ich es und bin natürlich erleichtert, dass es alles jetzt geklappt hat und hoffe, dass ich euch damit auch zeigen konnte, wie man diesen Fall möglichst schnell lösen konnte. Natürlich ist es jetzt nicht allzu schön, so viele Hilfsspalten und Formeln zu benutzen, aber der Zweck heiligt in dem Fall die Mittel und man muss eben schauen, dass man hier schnell durchkommt. Man hat 1 Stunde Zeit, man hat den Fall vorher nicht bekannt und muss ihn verstehen, einen Lösungsweg finden und eben schauen, dass man die Punkte erreicht. Und in dem Fall wären das jetzt hier 1700 Punkte, die ich in der Endabrechnung gehabt hätte, die ich bekommen hätte. Und von daher, wie gesagt, es ist am wichtigsten, dass ich hier schnell durchkomme, damit ich mich dann als nächstes auf den zweiten Fall stürzen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat, damit ich es so ein wenig einschätzen kann, ob ihr mehr davon sehen wollt oder ob ich mir die Mühe sparen kann. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Fälle schicken. Ich werde die anderen Fälle wahrscheinlich noch durchgehen, die mir so zur Verfügung stehen. Die sind natürlich begrenzt. Ich weiß auch nicht, wie sich es mit den Fällen verhält, wo ich ein wenig dafür bezahlen muss, ob ich die so einfach hier zeigen kann. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Genehmigung erhalten, um das hier zu zeigen. Und von daher freut es mich, dass ich den Fall zeigen konnte und auch erklären konnte, wie ich hier arbeite. Und wie gesagt, wenn ihr einen anderen Fall habt, den ihr gerne gelöst haben wollt, könnt ihr mir den gerne schreiben. Ich werde mich dann mal dran setzen und schauen, ob ich den auch gelöst bekomme und in einem Video veröffentlichen kann. Bis dann, macht's gut und bis bald.